Guten Morgen. Guten Morgen. Wir hatten die angenehmste Nacht seit langem im Dachzelt. Ja, wir hatten die Heizung die ganze Zeit auf der niedrigsten Stufe. Und es war aber manchmal, finde ich, zu warm. Also ich habe schon geschwitzt. Vielleicht ist es auch noch wegen der Erkältung. Aber Ja, also mir war nicht zu warm. Ich habe mit T-Shirt geschlafen und habe mich nur mit dem Schlafsack nur zugedeckt. Also ich hatte ihn nur so locker drüber gelegt halt. Wegen der bellenden Hunde hier. Das ist echt ein Problem in der Nacht. Habe ich sowieso Ohrstöpsel drinnen und ich habe von der Heizung wirklich nichts gehört. Ich habe ich hab immer so gefühlt, ob sie noch an ist. Es ist jetzt gerade auch an. Also man hört sie, dass es nicht allzu laut ist. Ja, und sonst Kondenswasser, nichts, außer auf unserem Plastik, das ist normal. Das Baumwollinnenzelt ist nicht feucht, oben das ist nicht feucht. Und auf der niedrigsten Stufe halt jetzt über die ganze Nacht haben wir 1 Liter Diesel verbraucht jetzt. Das sind im Kosovo 90 Cent für eine warme Nacht. Oh, stellt euch das nur vor. Ja, echt super. Und wir haben jetzt das Dachfenster offen und die Sonne scheint hinein und alles ist super. Außer dass die Karin krank ist. Das ist super. Der Bus neben uns ist eingefroren und die Dachzelthülle auch ganz. Also es war wirklich feucht und kalt in der Nacht. Aber das Zelt ist außen ganz trocken. Das ist so cool. Das ist so, dadurch, dass der Schlitz so klein ist, wird es im Zelt halt nicht allzu kalt. Und man kann den Kopf rausstecken und so frische, kühle Luft atmen. Die Sonne scheint einem entgegen und die frische Luft, die riecht einfach so gut. Man startet einfach so viel besser in den Tag, wenn man sich nicht aus dem kalten Schlafsack räkeln möchte. Wir haben noch keine Langzeiterfahrung, aber ich glaube, es sieht so aus, als wäre das die beste Investition ever gewesen. ist ganz rau, die Zunge. Ja, sie haben Kälber bekommen. Das haben wir letztes Mal schon gestreichelt und das ist neu. Lieb. Und ein paar Ferkel und eine Sau gibt's auch. Aber die waren auch schon letztes Mal da. Give me more words for the girl on the dance floor while I wait for the kick. I don't wanna fake it. I don't wanna fake it. Bye bye Moglitz. Jetzt gehen wir noch einkaufen. Und es fühlt sich so gut an, wieder unterwegs zu sein. Es ist und diese Spiegelung da, das haben wir schon so oft bewundert. Das schaut so schön aus mit den Bergen. Auch die kosovarische Polizei fährt die Fender. Sehr cool. Da gibt es 1 Kilo Mehl und drunter 25 Kilo. Das gleiche auch mit Zucker. Ich glaube, es ist Zucker. Nein, es ist Salz. Salz. 25 Kilo Salz. Es gibt ganz viele deutsche Produkte, die halt importiert wurden. Zum Beispiel da die Davo Marmelade. Es ist genau das gleiche Glas. Nur halt ist da so ein kleiner Sticker mit den Zutaten in der Sprache. Aber sonst halt das Glas, ich weiß nicht, wie viel es in Österreich kostet. Aber 2,70 € kostet es dann. Es gibt wirklich echt viele auch Schokobananen und fast alles eigentlich. Und unser Einkaufswagen ist auch aus einem alten deutschen Supermarkt anscheinend. So, wir haben die Wasserkanister jetzt aufgefüllt. Mit Trinkwasser. Dann ihr trinkt noch den Rest. Ich glaube, wir haben es noch nie aus Kanistern gekauft. Aber ja, irgendwie ein paar Leute haben uns abgeraten, hier das Wasser zu nehmen. Andere Leute haben gesagt, das Wasser hier ist so super. Also, ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, auch, 10 Liter haben 1 € gekostet. Da links sieht man eine ganz alte osmanische Brücke, die sehr viele Jahre schon alt ist. Schaut so beeindruckend aus. Ja, und man kann sie noch immer zu Fuß gehen. Oh.
Das hatten wir das letzte Mal in Irland. Ja, stimmt. Wir sind jetzt gleich an der albanischen Grenze, also kosovarisch-albanischen Grenze, und verlassen jetzt gleich den Kosovo. Viele schöne Sachen hier erlebt. Das stimmt, ja. Sehr, sehr herzlich aufgenommen worden. Ja, ja. Nur schön blau. So, will you touch me please and don't build the suspense. I'm on a good mixture of gin-based drinks. It sets me on fire. I don't wanna waste it. I don't wanna waste it. Please don't tease me anymore. Please don't tease me anymore. You know I'm a curious lover with ordinary desires. Give me more words for the boy on the dance floor, giving me style and grace. I don't wanna seem delicate. I don't wanna feel delicate. Please don't tease me anymore. Please don't tease me anymore. Ich glaube, das ist einer der schönsten Plätze in Albanien. Und deswegen auch super passend, die Albanien-Flagge aufzukleben. Und endlich wieder mit Gas kochen. Auf einer Flamme. Hinten im Stehen. Und das mit dem Ausblick da. Das ist echt cool. Und ich stehe hier auf Schnee. Ich bin hier eingekuschelt hinten im Auto und es ist so angenehm und so schön hier. Dani kocht hinten und es ist schön, wieder unterwegs zu sein. Wir haben uns jetzt Würstel gekauft, vorher im Supermarkt. Da steht dort auch extra Quality und es sieht aus wie normale Würstel. Aber die Würstel haben Därme aus Plastik. Und das kann man nicht kauen und man kann ja nur so rausholen aus dem Darm. Das ist lustig, Oder das habe ich noch nie schälen gesehen. würde auch gehen. Ja, oder vorher schälen, aber also vielleicht steht es auf der Packung auf, groß auf Albanisch. Wir haben, bevor wir nach Wien gekommen sind, meine Tante gebeten, dass sie die alten Zeitschriften von die Zeit aufhebt. Und jetzt haben wir ganz viele Ausgaben mitbekommen und das ist ganz toll. Das sind so die letzten Minuten noch von der Sonne. Und sobald die Sonne weg ist, ist der Wind normalerweise auch weg. Deswegen werden wir uns wahrscheinlich hier einen Schlafplatz suchen. Und zwar 10 Meter weiter drüben. Bei der Kuh. Genau. Bei der Kuh. Und dann werden wir die Heizung anschalten. Dann werden wir es nur schön warm haben mit diesem wunderbaren Ausblick. Ja, mega schön.
Das ist echt ein wunderschöner Schlafplatz und die Nachbarn haben uns auch schon gewunken, also es dürfte überhaupt kein Problem sein, dass wir da sind. Und es ist auch ein sehr touristischer Ort, also die Leute kennen Leute, die reisen. Wie geht's dir gesundheitlich? Es geht schon besser. Meine Stimme wird wieder normaler. Ich habe keine Schmerzen mehr, fühle mich schon fitter. Sehr gut. Das ist der Ausblick vom Dachfenster aus. So schön. Es hat draußen 4 Grad und wir sitzen drinnen halt mit Pulli, ganz angenehm. Und hören einen Podcast von Frühstück bei mir. So ein österreichisches Frühstücksradiogespräch. Es ist so viel mehr Lebensqualität, weil wir kommen halt heute hier an, suchen uns einen Platz und leben dann halt einfach da. Ja? Und müssen uns nicht irgendwie so die Zeit dann noch durchbringen und so. Ja. Weil sonst wird das jetzt fast auch gar nicht gehen. Stimmt, ja. Wenn es so kalt ist. Ja. Die Euphorie ist sehr groß geworden. Aber wegen der trockenen Luft, also zur Luftbefeuchtung, haben wir jetzt ein nasses Geschirrtuch aufgehängt, das hoffentlich nicht tropft, aber es sollte gerade so nass sein, dass es nicht tropft. Ja. Wir waren gerade jetzt, weiß ich, 4 Stunden oder so im Zelt oben. Und dann, jetzt waren wir wieder unten, Kamera. Ah. Jetzt waren wir wieder unten, Zähne putzen. Und normalerweise wäre es halt dann urkalt gewesen und wir würden so herumtapsen und sowas. Und jetzt war es halt, dadurch, dass wir so im Körperstamm halt warm sind, war halt so, ja okay, putzen wir Zähne und kein Problem. Ja. Und, das Und war wir alles wissen auch, viel dass wir danach entspannter. wieder in einen warmen Raum kommen. Ja. Wir sind jetzt auf 1000 Meter Höhe gerade, im Jänner, also ja, Schnee unter unseren Reifen. Hätte ich nie gedacht. Und das ist einfach so angenehm. Ja. Also, Gute Nacht. genug der Euphorie, gute Nacht. On the dance floor while I wait for the kick. I don't wanna fake it. I don't wanna fake